In 2025 gab es von mir einen Kamerakauf, wo ich so im Nachhinein drüber nachdenke und denke, vielleicht war es zu früh oder vielleicht war es sogar ein Fehlkauf. Ich gehe so weit und würde mir sogar sagen, es war ein wirklich dummer Kauf von mir. Und dabei handelt es sich nicht um eine Panasonic Lumix S1 II, welche mich jetzt hier gerade aufnimmt. Die Lumix kam nämlich erst später zu mir und ist wahrscheinlich primär der Hauptgrund für meine jetzige Denkweise. Damals war es nämlich so, es war Mitte, Ende Oktober und die USA-Reise von mir stand auf dem Plan und ich wollte das Ganze unbedingt vloggen. Und ich habe zwar einen Haufen Kameras hier, aber der Hype hat zugeschlagen und ich wollte unbedingt diese Kamera hier, die Nikon ZR. Und da war es wirklich so, der Hype um die Kamera, der Hype-Train, der hat mich voll mitgenommen. Ich habe die Kamera in Nürnberg auf der Imagen World ausprobiert, bei Fotoprofi, bei den Fototagen und war wirklich sehr begeistert von der Kamera und wollte für meine USA-Reise wirklich unbedingt noch eine haben. Da war auch der Hintergrund, ich hatte mal eine S1 II von Lumix ausgeliehen, die war mir da aber nicht mehr zur Verfügung. Die hatte ich dann nicht mehr zur Verfügung und konnte die deswegen nicht mitnehmen. Und da hatte ich dann überlegt, eine ZR, die wird mir total gut reinlaufen. Ich habe die, wie gesagt, überall ausprobiert und war da sehr begeistert mit. Und dann hat es funktioniert. Ich habe mir bei Fotoprofi noch eine kaufen können, ein paar Tage vor der USA-Reise und habe die dann natürlich mit auf die Reise genommen. Also war sie mit auf der USA-Reise. Jetzt 6 Monate später denke ich da einfach anders drüber. Die Kamera an sich ist wirklich top. Also da kann man nicht sagen, hier der 4 Zoll Bildschirm ist ein Traum, da will man auch gar nichts anderes mehr haben, da kann man wirklich sehr gut mitarbeiten. Aber meiner Meinung nach ist die Kamera einfach nicht ausgereift und hat dringend mal ein Update nötig. Wie gesagt, der Bildschirm ist überhaupt gar nicht der Grund und auch die Baugröße, das Ding passt sehr gut in den Rucksack, die hat man gern dabei, die ist relativ klein und leicht, zumindest eben kleiner wie jetzt was Vergleichbares. Das ist da gar nicht das Problem. Auch das Red RAW an sich, damit lassen sich richtig tolle Aufnahmen machen. Da fangen wir aber schon mit dem ersten Problem an. Das Red RAW kommt nur in einer Größe, sag ich mal. Ihr habt da keine Komprimierung. Bei Red-Kameras gibt es ja noch die kleineren Komprimierungen im RAW-Format. Das habt ihr hier nicht. Das heißt, ihr habt hier jede Menge Speicherbedarf. Jetzt war das eigentlich zu der Zeit damals gar nicht mal so das Problem. Die KI-Blase hat noch nicht wirklich zugeschlagen und Speicher war jetzt noch nicht so wirklich teuer. Und ich muss auch sagen, Speicher an sich ist bei mir eigentlich gar nicht das Problem. Ich habe so ungefähr 20, 25 Terabyte an mobilen SSD-Platten, die ich dann immer dabei habe, wo ich meine Sachen abspeichere, wo ich dann drauf editiere. Aber auch der Speicher geht halt irgendwann mal zu Neige. Und als ich jetzt mal wieder geguckt hatte, was so eine 4 Terabyte Samsung T9 oder sowas kostet, da wird es einem ganz schön schlecht, weil die sind einfach mal 2- oder 3-fach so teuer, wie sie mal vor einem halben Jahr oder so waren. Also ist das Thema Speicherplatz jetzt natürlich so ein bisschen am Kommen, weil ich bin eigentlich auch ein Freund davon. Ich bearbeite sehr lange Videos, also ich bin da sehr lang dran und dann ist natürlich die SSD so lang auch belegt. Und da habe ich dann jetzt gemerkt, okay, so ein bisschen ein kleinerer Codec, irgendwie was komprimierteres wäre ja eigentlich ganz fein, aber ich will natürlich nicht auf das Red RAW verzichten. Jetzt gibt es da aber auch so noch ein bisschen kleine Mängel. Ihr habt zum Beispiel kein Focus Peaking im Red RAW und das ist ja ein Thema, das wäre mit einer Software einfach direkt gemacht. Bis jetzt kam ein Firmware-Update, das hat aber nur so ein paar Sachen wie den Powerknopf oder so. Der hat nicht geleuchtet, wenn die Kamera an war. Dann war da das Problem, die war an, ihr habt es nicht gesehen, irgendwann war der Akku leer. Der Akku hält aber wirklich sehr lang. Nur, wenn die dann im Rucksack natürlich an ist, ist es halt irgendwann auch mal vorbei. Das hat sich mit der Firmware geändert, aber so richtig primäre Mängel, wie eben zum Beispiel Focus Peaking im Red RAW, die sind immer noch das Problem. Und dann ist natürlich so, wenn man mal nicht das Red RAW verwenden will, dann geht man zu einem H265 Codec oder so. Der ist in der Kamera nur einfach super weich. Wenn man das Ganze mit einer Lumix vergleicht, dann ist das Bild einfach nicht scharf. Da passt irgendwas noch nicht. Auch das ist einfach ein Thema für ein Software-Update. Aber es muss halt irgendwie irgendwann mal kommen. Jetzt wurde auf der NAB, glaube ich, war es jetzt die Messe, wurde von Nikon gesagt, ja, sie sind dran, sie wollen da halt vorab nicht so viel sagen, aber die sollten einfach mal mit den Nutzern reden, damit die wissen, da kommt was und da wird sich vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ansonsten natürlich 32-Bit Audio intern, das ist einfach super geil. Also ich habe es jetzt nicht oft gebraucht, aber wenn ich es mal gebraucht hatte, war es halt einfach da. Und das macht dann bei so einer Kamera natürlich schon sehr Spaß. Was ich dann in den USA-Videos wieder vermehrt gemerkt habe, ist eigentlich die Bildstabilisation. Und zwar haben wir da 2 Themen. Einmal das Thema, die Stabilisation ist okay, aber
ganz weit weg von dem Niveau, wie es zum Beispiel die Lumix bieten würde. Ein weiteres Thema, was mich schon bei Canon genervt hat, ist IBIS-Wobbeln. Das heißt, wenn ihr im Weitwinkel seid, ich habe das Ganze mit einem 16 bis 30 mm Tamron verwendet, dann habt ihr bei 16 mm einfach so ein Wobbeln im Bild, wo der Bildstabi eben das Bild stabilisiert und es sieht einfach nicht schön aus und das hat mich bei dem Sichten der Videos dann auch echt gestört. Man kann halt nichts wirklich dagegen machen. Man kann den Stabi ausschalten, aber dann ist das Ganze natürlich komplett unstabilisiert, will man auch nicht machen. Die Lumix muss ich da wieder mit ins Spiel bringen. Die hat einfach die perfekte Stabilisation. Die stabilisiert richtig, richtig gut und hat dazu noch den Cropless-Modus, wo ihr einfach kein Wobbeln im Bild habt und das Ganze nicht mal reingekroppt wird. Und das ist einfach ein komplett anderes Niveau. Also gerade wenn man eben aus der Hand flockt und die Kamera mal nicht statisch irgendwo stehen hat, macht es schon wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied. Und die Nikon schneidet da einfach nicht so gut ab. Sobald sie aber eben auf einem Stativ steht oder jetzt auch für den Podcast, den wir immer drehen, da ist es wirklich die perfekte Kamera. Vor allem mit dem 4 Zoll Bildschirm, da braucht ihr keinen anderen Bildschirm mehr oder so. Ihr erkennt da einfach wirklich was, wenn die vor euch steht, auch mal ein bisschen weiter weg, das sieht man schon richtig gut was. Also da kann man halt eben gar nicht meckern. Wo man dann schon wieder meckern kann, die Lage von Nikon mit Drittherstellern. Jetzt hat Nikon Wildrox verklagt. Ich weiß gerade aktuell gar nicht, wie da jetzt der Stand ist, wie die sich da jetzt geeinigt haben, ob sie sich geeinigt haben, aber die Dritthersteller und vor allem dieses ja nicht beschränkte Verwenden von Drittherstellern Objektiven an den Nikon-Kameras, das hat mich eigentlich auch unter anderem mit zu Nikon geführt. Und natürlich auch, weil man mit dem Megadep-Adapter Sony-Objektive 1:1 verwenden kann, ohne Einschränkungen, macht es natürlich Spaß. Aber wenn die jetzt anfangen zu verklagen und sich da vielleicht irgendwie was ändert, dann wird das ja auch wieder alles anders und macht mich natürlich erstmal auch nicht wirklich happy. Die ZR an sich ist also wirklich eigentlich eine richtig gute Kamera. Vor allem für den Preis 2200 € oder so, was man hier an Power bekommt, ist natürlich schon überragend. Aber es gibt halt eben diese kleinen, ich möchte es nicht mal Anfängersachen nennen, weil Nikon ist eben auch kein Anfänger. Die sind vielleicht neu in dem Business mit Cinekameras jetzt, aber das sind Fehler gerade, die die Kamera hat, die eigentlich super leicht zu beheben wären. Und es tut sich halt erstmal noch gar nichts. Warum ich eigentlich sage, mein dümmster Kamerakauf 2025 oder mein Kauf, mit dem ich wirklich nicht zufrieden bin, ist eigentlich der Grund vor mir hier, die Lumix S1 II, weil die Kamera macht eigentlich alles genauso gut wie die ZR. Gut, klar, der Bildschirm, der ist im Vergleich wirklich winzig. Wenn man hier den großen gewöhnt ist, dann merkt man das auch relativ schnell. Aber ansonsten macht die S1 II eigentlich wirklich alles besser. Dazu kommen noch Sachen wie Open Gate oder sowas. Der eine braucht es, der andere nicht. Ich nehme gerne in Open Gate auf, nehme jetzt das hier zum Beispiel auch in Open Gate auf, weil ich dann einfach das Bild noch ein bisschen besser anpassen kann. Fehlt hier natürlich auch in der ZR. Kommt vielleicht mal als Update, wäre für mich aber nicht mal wirklich ein Gamechanger oder so, also daran liegt es nicht. Es sind die kleinen, feinen Details, die halt wirklich an der Kamera noch fehlen, die eine S1 II einfach deutlich besser macht. Da muss ich dann wirklich sagen, die S1 II, klar, die ist ein gutes Stück teurer, kann man wirklich so sagen, aber man bekommt da schon ein ordentliches Powerpaket, vor allem natürlich auch zum Fotografieren, wo ich die Kamera hier jetzt gar nicht dafür verwenden will, aber man bekommt halt das komplettere Paket. Gerade im Videobereich natürlich, Lumix ist da ganz vorne dabei und eben die Stabilisierung an sich ist da halt schon echter Hammer. Ich weiß eigentlich auch gar nicht so recht, warum ich das Video jetzt hier aufnehme. Vielleicht wollte ich mir einfach mal ein bisschen den Frust von der Seele reden. Ihr habt es vielleicht in unserem Podcast schon mitbekommen. Ich bin allgemein gerade so ein bisschen in einer kleinen Kamerakrise. Wollt vielleicht euch das einfach mal mitteilen. Vielleicht habt ja auch ihr so ein bisschen Erfahrungen damit und könnt da mal was in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Die Kamera macht schon wirklich sehr Spaß, aber es ist meiner Meinung nach wirklich mein Fehlkauf bzw. eben dümmster Kauf in 2025, weil ich da eben sehr von dem Hype getrieben wurde und da vielleicht noch einfach ein bisschen hätte warten sollen. Gebraucht gibt es die Kamera jetzt auch schon deutlich günstiger, also ich gehe mal davon aus, einigen Leuten ging es vielleicht so. Vielleicht seid ihr dabei, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht. Das war halt irgendwie kein Fehlgriff, aber einfach zu schnell zugeschlagen. Und ich hatte damit meinen Spaß, beziehungsweise ich habe ja immer noch damit meinen Spaß. Aber insgesamt, wenn ich so drüber nachdenke, war es einfach so, dass ich hätte ein bisschen mehr warten sollen und vielleicht dann doch direkt zur S1 II greifen sollen.
Mal schauen, vielleicht kommen hier ja auch noch Updates, die das Ding wirklich annähernd perfekt machen. Ich glaube aber eben gerade so Sachen wie die Stabilisierung oder so, da lässt sich vielleicht nicht mehr so viel machen, gerade das Wobbeln im Weitwinkel. Das ist wirklich was, wo mich so echt ein bisschen gestört hat. Aber ja, solange sie da steht und auch meine YouTube-Videos draußen, ich hätte das Video heute natürlich auch gern draußen aufgenommen, aber da ist gerade Weltuntergang, es regnet ohne Ende. Für draußen im Red RAW ist das natürlich perfekt, wenn man da seine Belichtung im Nachhinein einfach einstellen kann, da ein bisschen sein Weißabgleich und so noch, aber eine S1 II kann sowas halt auch. Red RAW hat meiner Meinung nach schon einen Look, der hebt sich schon nochmal von der S1 II ab. Aber ja, die Kamera ist immer noch sehr weit weg von perfekt. Mal schauen, was sich da noch so für Updates ergeben. Wie gesagt, ich weiß gar nicht genau, warum ich das Video gemacht habe. Ich wollte euch vielleicht einfach mal die Meinungen zu der Kamera und eben zu vorfreudigen Einkäufen, Hype-Einkäufen. Passt da am besten auf, wenn ihr viel Geld ausgebt. Das kann manchmal auch ein bisschen so nach hinten losgehen. Ansonsten war es das von mir. Wenn euch das Video vielleicht dann doch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos, dann seht ihr auch, wie es hier weitergeht. Ich möchte auch noch einen Vergleich bringen, so zwischen S1 II und ZR. Da schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch mal eine gute Zeit. Ciao.